In diesem Video zeige ich dir, wie du ganz schnell alle Autosicherungen prüfen kannst, und zwar ohne dafür jede einzelne Sicherung für eine aufwendige Sichtprüfung ausbauen zu müssen. Alles, was du dafür benötigst, ist eine solche Prüflampe, die es schon für kleines Geld gibt und deshalb auch prädestiniert für den Verbleib im Auto ist. Oder ein einfaches Multimeter, das sowieso in keinem Haushalt fehlen sollte. Zuerst klemme ich das Kabel des Kfz-Prüfstifts an Masse, entweder direkt an der Autobatterie oder wie bei meinem Ford Focus an einem Massepunkt der Karosserie. Mit der Prüfspitze berühre ich nun den Pluspol und schließe damit den Stromkreis. Infolgedessen leuchtet die grüne LED auf, noch während die Spannung gemessen wird. Solche Tester gibt es auch in Ausführung mit nur einer Kontrollleuchte. Sie reagieren sogar noch einen Ticken schneller. Auf die gleiche Weise funktioniert die Spannungsprüfung mit dem Multimeter. Dieses stelle ich auf Gleichspannung und berühre wieder Masseanschluss sowie Pluspol. Dabei werden 12 Volt gemessen. Bei genauerem Hinsehen dauert es jedoch einen kurzen Augenblick, bis das Messergebnis erscheint. Diese Verzögerung liegt am Auto-Range. Über die Range-Taste setze ich den Messbereich manuell und bekomme die Spannung anschließend bei Berührung quasi instant angezeigt. Damit ist die Funktion des Prüfmittels sichergestellt. Doch ehe ich mich den Sicherungskasten am Auto widme, ein kurzer Exkurs zur Kfz-Flachsicherung selbst und den 3 möglichen Messzuständen, die mich dort erwarten können. Flachsicherungen gibt es in den 3 gängigen Größen Normal, Mini und Mikro. Unabhängig von der Baugröße besteht eine solche Kfz-Sicherung aus 2 Kontakten, die im Inneren durch einen dünnen Metallstreifen verbunden sind. Dieser Leiter ist so dimensioniert, dass er bei Überschreiten der auf der Oberseite angegebenen Stromstärke schmilzt und den Stromkreis unterbricht. Ob eine Schmelzsicherung durchgebrannt ist, lässt sich oft schon mit bloßem Auge erkennen. Endgültige Gewissheit bringt jedoch eine Durchgangsprüfung mit dem Multimeter. Auch wenn die Prüfkontakte auf der Oberseite dazu verleiten, den Durchgang im eingebauten Zustand zu messen, ist davon abzuraten. Parallele Strompfade und mögliche Rückspeisungen können nämlich zu falschen Messergebnissen führen. Da kommt der eingangs erwähnte Prüfstift zum Einsatz. Er leuchtet bei anliegender Spannung auf. Bei einer intakten Sicherung sollte die Bordspannung auf beiden Seiten anliegen. Mit dem Multimeter gemessen also rund 12 Volt. Liegt dagegen an beiden Prüfkontakten keine Batteriespannung an, ist die Stromzufuhr in der Regel durch einen Schalter unterbrochen, zum Beispiel bei der Sicherung für das Abblendlicht. Schaltet man den Verbraucher ein, liegen 12 Volt an und die Prüflampe leuchtet an beiden Kontakten auf. Im Hinterkopf behalten werden sollte, dass es sich aber ebenso um passive Steckplätze für Ersatzsicherungen handeln kann. Und dann wäre da noch der dritte mögliche Messzustand. Leuchtet der Prüfstift nur an einer der beiden Kontakte auf, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit die Flachsicherung durchgebrannt, so wie hier der Fall. Wo das nun geklärt ist, arbeite ich mich am Auto Sicherung für Sicherung durch. Je nach Anzahl ist das in unter einer halben Minute erledigt. Zu beachten ist, dass es je nach Fahrzeug mehrere solcher Sicherungskästen gibt. Bei meinem Ford Focus Mk3 noch im Fußraum der Beifahrerseite und links im Kofferraum. Noch schneller geht es natürlich, wenn man bei einem konkreten Problem die passende Sicherung im Sicherungsplan heraussucht und gezielt testet. Der Sicherungscheck ist dann in unter 3 Sekunden erledigt. Um die durchgebrannte Flachsicherung herauszuziehen, nutze ich einen Sicherungszieher. Bei meinem Focus ist er im Sicherungsdeckel untergebracht. Alternativ tut es natürlich auch eine Spitzzange. Wie vorbestückt wähle ich wieder eine Ersatzsicherung mit 15 Ampere. Dabei lege ich großen Wert auf einen Markenhersteller. Im besten Fall ist das Problem damit behoben. Brennt die ausgetauschte Sicherung jedoch direkt wieder durch, ist wohl eine tiefere Fehlerdiagnose nötig. Die ebenfalls im Sicherungskasten meines Ford zu findende Blocksicherung, auch Yasso-Sicherung oder unter dem Gattungsnamen J-Case bekannt, lassen sich im eingebauten Zustand jedoch nicht testen. Sie müssen ausgebaut und mit dem Multimeter auf Durchgang geprüft werden. Auch bei diesem Sicherungstyp empfehle ich, zu einem Markenprodukt zu greifen, zum Beispiel von Bosch oder Hella. Mit günstigen China-Sets habe ich in der Vergangenheit nämlich schlechte Erfahrungen gemacht. Nicht nur bei den Materialien und der Verarbeitung, sondern auch in puncto Zuverlässigkeit. Es kann doch nicht sein, dass ich eine Schmelzsicherung mit 4-facher Stromstärke belaste und sie selbst nach 2 Minuten immer noch nicht durchgebrannt ist, obwohl sie dies nach Norm in unter einer halben Sekunde müsste.
Und damit habe ich dir gezeigt, wie du eine Kfz-Flachsicherung ganz schnell auf einen Defekt prüfen kannst, ohne sie dafür ausbauen zu müssen. Wenn dir die Anleitung weitergeholfen hat, freue ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben. Abonniere außerdem den Kanal, um künftig keine weiteren Inhalte dieser Art mehr zu verpassen. Hier noch 2 weitere Videos, die dich möglicherweise ebenfalls interessieren können.